Dieses wertvolle Objekt hat eine sehr interessante Geschichte zu erzählen. Es ist die sogenannte Adlerfibel. Sie stammt aus einer sehr ereignisreichen Zeit und erzählt uns viel über die Migration der Vergangenheit. Und zwar habe ich hier in der Hand das Tastmodell, das wir extra am Germanischen Nationalmuseum haben. Im Hintergrund haben wir die originale Adlerfibel. Die Adlerfibel funktioniert ungefähr wie eine Brosche. Sie soll einen Mantel halten. Und zwar wird sie dafür hier ungefähr befestigt. Es gibt dann noch ein Gegenstück, das haben wir aber leider nicht hier. Und die werden dann verbunden mit einer Kette und dann wird der Mantel über die Schultern gelegt. Aus dem archäologischen Kontext konnten wir herausinterpretieren, dass die Adlerfibel wahrscheinlich von einer Frau getragen wurde, so um das Jahr 500 nach Christus. Die Zeit nennt man auch die sogenannte dunkle Völkerwanderungszeit, und zwar eben, weil man sehr wenig über die damalige Zeit weiß, nennt man diese Zeit dunkel. Die Leute sind wie eben heutzutage migriert, wegen Kriegen, wegen Naturkatastrophen oder Ähnlichem. Man interpretiert aktuell in die Richtung, dass der Adler ein Zeichen für das Christentum sein soll. Das heißt, man denkt, dass die entsprechende Frau eine Christin gewesen ist. Ich persönlich denke aber auch, dass der Adler dadurch, dass er eben überall hinfliegen kann, als Motiv sehr interessant gewählt ist für eine Zeit eben der Migration. Er symbolisiert ein bisschen die Freiheit und die Hoffnung der Menschen, ein Zuhause zu finden. Die Steine haben auch einen sehr weiten Weg hinter sich, wie wahrscheinlich die Person, die die Adlerfibel getragen hat. Und zwar haben wir diese hellroten Steine, das ist Almandin. Alle Steine waren eingefasst in eine Goldblechfassung. Zum größten Teil existiert aktuell noch das Almandin. Es gab auch Lapislazuli in den Flügelspitzen und wir haben kleine Bereiche von Elfenbein, und deswegen habe ich vorhin gesagt, dass dieses Objekt sehr wertvoll ist. Es ist auf jeden Fall interessant, mal über die Objekte, die man hier im Germanischen Nationalmuseum sieht, auf eine andere Art und Weise nachzudenken und zu merken, uns Menschen, so wenig wir über unsere eigene Geschichte, über die Geschichte der Menschheit wissen, aber uns Menschen beschäftigt schon immer das Thema der Migration.